Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Wohl kaum ein Gottesdienst während des Jahres zeigt eine so dramatische Entwicklung wie die Abendmahlsfeier. Wir begleiten Jesus in den Abendmahlsaal und stimmen dankbar das Gloria an. Doch am Ende steht der schwere Gang zum Garten Gethsemane. Wir eröffnen miteinander die heilige 3 Tage vom Tod und Auferstehung des Herrn. Bitten wir ihn selber, dass er uns zu dieser Feier bereitet. Herr Jesus Christus, im Brot gegeben, Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, im Brot gebrochen, Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, im Brot ganz da, Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige, barmherzige Gott, erbarme sich unser. Erlass uns die Sünde ab und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebten Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man es essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen, über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. So aber sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Esst es hastig. Es ist ein Pessach für den Herrn, das heißt, der Vorübergang des Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht. Ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen,
wenn ich das Land Ägypten schlage. Diesen Tag sollte als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für den Herrn. Für eure kommenden Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Kelch, den wir segnen, gibt uns Gemeinschaft im Blute Christi. Wie kann ich dem Herrn all das vergelten, was er mir Gutes getan hat? Ich will den Kelch des Heiles erheben und anrufen den Namen des Herrn. Der Kelch, den wir segnen, gibt uns Gemeinschaft im Blute Christi. Kostbar ist in den Augen des Herrn das Sterben seiner Frommen. Ach Herr, ich bin doch dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Fesseln gelöst. Der Kelch, den wir segnen, gibt uns Gemeinschaft im Blute Christi. Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen und anrufen den Namen des Herrn. Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen, offen vor seinem ganzen Volk. Der Kelch, den wir segnen, gibt uns Gemeinschaft im Blute Christi. Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Ein neues Gebot gebe ich euch. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Es war vor dem Paschafest.
Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand einmal statt. Und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in einen Schlüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtete war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst du die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir: Meister und Herr, und ihr nennt mich direkt so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Liebe Schwestern und Brüder, Gründonnerstag. Wir denken an das letzte Abendmahl, an das wunderbare Zeichen der Fußwaschung, an die Gefangennahme am Ölberg
Und damit blicken wir schon auf den Karfreitag und den Tod des Herrn am Kreuz. Tod. Das ist in diesem Tag das beherrschende Thema. Das Coronavirus hat weltweit bereits 85.000 Menschen getötet. Es verbreitet Angst wie einst die Pest. Zum ersten Mal in der Geschichte haben Papst und Bischöfe die Gläubigen aufgerufen, auf die gemeinsame Feier, die Liturgie, zu verzichten. Aber nichts kann uns hindern, untereinander und mit Jesus und dem Vater verbunden, diese Tage zu durchleben. Es ist noch nicht lange her. Da hörten wir im Evangelium die Frage, die Frau im Jakobsbrunnen, wo Gott denn anzubeten wäre. Jesus hat der Samariterin geantwortet: Die Stunde ist da, wo die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Auch wenn wir am Gedenktag des letzten Abendmahls sein Brot nicht empfangen dürfen, nicht aus dem Kelch trinken, der Herr wird mit uns sein. Wenn wir den Vater im Geist und der Wahrheit anbeten. Und wenn wir bereit sind, einander zu dienen, einander zu helfen in dieser schlimmen Zeit, wie Jesus es mit der Fußwaschung vorgelebt hat. Amen. Sprechen unser Glaubensbekenntnis. Ich glaube in Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In der Feier der Eucharistie hat uns Jesus Christus sein Vermächtnis anvertraut. Mit ihm und untereinander verbunden bitten wir. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Herr, stärke alle, die das Herrenmahl feiern, zum Zeugnis der Einheit und der Liebe. Jesus, du bist unser Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Nehmt und esst,
das ist mein Leib. Nehmt und trinkt, das ist mein Blut. Zeige Wege, öffne Herzen und stärke die Bereitschaft zur gemeinsamen Feier des Herrenmahls für alle Christen. Jesus, du bist unser Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt. Stärke deine Gemeinde im Glauben, lass sie wachsen in der Hoffnung und entfache ihre Liebe zu ihren Schwestern und Brüdern. Jesus, du bist unser Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wenn ich euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Gib uns Mut, den Nächsten als Schwester und Bruder anzunehmen und jeder Diskriminierung zu widerstehen. Jesus, du bist unser Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. So oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Schenke den Kranken Heilung und Heil. Geleite die Sterbenden auf ihrem letzten Weg und vollende die Verstorbenen in deiner Liebe. Jesus, du bist unser Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser Gott, wir danken dir für deine Liebe und Treue und preisen dich heute und in alle Ewigkeit. Amen. Hört das Lied der finstern Nacht, Nacht voll Sünde und voll Not. Hört, was drin geschah, fern und doch so nah. Juda geht und es ist Nacht, Nacht voll Sünde und Verrat. Jesus lässt ihn gehen, denn es muss geschehen. Alle fliehen, es ist Nacht, Nacht voll Sünde und voll Angst. Jesus steht allein in dem Fackelschein. Was richtet, es ist Nacht, Nacht voll Sünde und voll Hass. Jesus leidet still, wie's der Vater will. Petrus leugnet, es ist Nacht, Nacht voll Sünde und voll Schuld. Jesus blickt ihn an, draußen kräht der Hahn. Jesus stirbt, da wird es Nacht, doch er bricht die Finsternis, reißt durch seinen Tod uns aus Nacht und Nacht. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Wohl seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr, gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern. Denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch.
und mit deinem Geiste. Herr, gib die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, der Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige Hohepriester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Tieres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig bist du, großer Gott, heilig, Herr Gott, Zebaoth. Zeugen deiner Herrlichkeit, Himmel singt und Erde, Lob und Preis durch alle Zeit, dir, du höchster Herr, der da kommt vom ewigen Thron, ihr sei hochgepriesen. Ewig sei dem Gottes Sohn, ihr und Dank erwiesen. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem unser Herr Jesus Christus sich für uns hingegeben hat. Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den du verherrlicht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns reden. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leid unterwarf, das ist heute, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle
vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil Christi Leib und Blut, und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und Ordensleuten und mit allen, die zum Dienst der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Bruder Konrad, mit dem heiligen Johannes, dem 23. Johannes Paul II. Und unserer Namenspatronin und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen, durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 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 Lasset uns beten, wie der Herr zu beten gelernt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Jesus Christus ist unser Frieden und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben der Kirche und schenke je nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geist. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird mein Gesetz gesegnet. Dies ist mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. So spricht der Herr. Vielleicht wird das Schenke die Leben an.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns heute im Abendmahl deines Sohnes gestärkt. Sättige uns beim himmlischen Gastmahl mit dem ewigen Leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Ich wünsche euch eine schöne Karwoche und morgen beginnt die Karfreitag und übermorgen Kar-Samstag liegt Andacht und am Sonntag, ich wünsche euch frohe Ostern. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet mit mir. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet.